get started. Ja, herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast in der Reihe DSAG SAP Podcast. Im ersten Podcast haben wir ja über den Einfluss gesprochen, den ein gutes User Enablement bei der digitalen Transformation hat. Heute wollen wir das Gespräch fortsetzen und ein paar konkrete Themen ansprechen, wo User Enablement unsere Nutzer vielleicht sogar schon mit dem Einsatz von KI bereits besser unterstützen kann. Wir fragen mal nach, was bei der SAP da schon geplant ist. Mein Name ist Martina Hecker und ich freue mich heute wieder Christine Grimm, Director Process und Digital Technology Management Freudenberg & Co. KG und Vorständin für Transformation und Sustainability bei der DSAG, sowie Sindhu Gangadaran, Vice President SAP User Enablement und Managing Director SAP Labs India bei uns begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Christine und Sindhu. Lasst uns vielleicht noch einmal kurz zusammenfassen, warum das Abholen und Einbinden der Menschen und damit das User Enablement in Transformationsprojekten so wichtig ist. Sindhu. Ja, aus meiner Sicht, Martina, müssen für eine erfolgreiche Transformation die Mitarbeiter an Bord sein, ne? Weil die Mitarbeiter arbeiten intensiv mit der Software. Sie müssen sich in der Benutzung der Software wohlfühlen. Und Hürden und Blocker dürfen nicht auftauchen oder müssen einfach und schnell zu überwinden sein. Das betrifft nicht nur die Endanwender, ne, sondern auch Mitarbeiter in der IT und Berater auch, die Transformationsprojekte durchführen. Für uns ins SAP User Enablement bedeutet, dass wir müssen an der Stelle Informationen und Hilfen zur Verfügung stellen, an der Nutzer sie benötigt. Und diese Informationen und Hilfen müssen an den Nutzer und seinen Kontext angepasst sein. Ne? Mhm. Christine, was sagst du? Ja, bei der digitalen Transformation geht es ja nicht nur darum, die neuesten Technologien zu implementieren und dann zu hoffen, dass alles gut wird, sondern es handelt sich um einen ganzheitlichen Prozess, der die Art und Weise verändert, wie Unternehmen arbeiten und ihren Kunden einen Mehrwert bieten. Und da ist User Enablement ein zentraler Prozess. Und das bedeutet im Wesentlichen, die Mitarbeitenden eines Unternehmens mit den Werkzeugen, Fähigkeiten und Kenntnissen auszustatten, um die Technologien auch wirklich nutzen zu können. Also es geht im Prinzip darum, die Kluft zwischen der Technologie und den Fähigkeiten der Mitarbeiter zu überbrücken. Warum ist das so wichtig? Weil quasi ohne User Enablement die Bemühungen der Unternehmen, die digitale Transformation voranzutreiben, ins Stocken geraten. Ja, also das beste System nützt nichts, wenn die Mitarbeitenden nicht in der Lage sind, es wirklich effizient und effektiv zu nutzen. Und deshalb ist User Enablement sozusagen der Motor, der das Fahrzeug der digitalen Transformation antreibt und eben auch in die richtige Richtung führt. Und effektives User Enablement muss an den individuellen Bedürfnissen und Erfahrungen der User ansetzen und genau diesen individuellen Content auch liefern. Mhm. Können wir vielleicht eine Bestandsaufnahme machen, wo wir jetzt gerade stehen? Christine, wo siehst du derzeit noch die größten Lücken im Enablement der Nutzer? Was müsste sich konkret schnell verbessern? Also konkrete Verbesserung könnte hier wirklich an der Entwicklung von personalisierten Trainingsprogrammen sein, also dass man daran arbeitet. Kontinuierliche Unterstützung ist wichtig, ist für mich auch ein Thema. Feedback-Routinen, die verbesserte Kommunikation. Was gibt es denn? Für wen gibt es was? Welche Personas sind in welchem Lebenszyklus angesprochen? Also quasi bin ich in einem Projekt oder bin ich in einem Continuous Improvement oder bin ich ein Berater, bin ich ein Techie sozusagen, ein Technologieexperte, ein User. Und darüber hinaus sollten wir auch eine Bestandsaufnahme machen des aktuellen Enablement-Prozesses. Ja, also wir müssen verstehen, wo haben wir Lücken und in welcher Situation haben denn die User Schwierigkeiten, entweder das Enablement zu finden, was sie halt vielleicht gerade brauchen, oder eben das, was sie finden, ist nicht ausreichend genug oder ausgereift genug und muss tatsächlich eben noch angereichert werden. Verstehe. Sindhu, stimmst du dem zu? Ist das etwas, was auch ihr aus der Interaktion mit den Kunden mitnehmt? Und wie adressiert ihr diese Themen? Ja, Christine beschreibt genau das, was auch wir in unseren Gesprächen mit Kunden oder auch mit anderen SAP-Kollegen, die Kundenkontakt haben, hören. Ne? Und das Enablement soll konsistent sein über das Portfolio hinweg. Es soll leicht auffindbar sein und das bedeutet auch, dass wir bei einer Suche schon alles das ausblenden, was für den konkreten Nutzer nicht relevant ist.
Und diese Personalisierung bezieht sich nicht nur auf das Produkt oder die Version, sondern hier wollen wir noch weitere Informationen mit einbeziehen. Dass ein Mitarbeiter in einem Implementierungsprojekt keine Vorgehensweisen zur Nutzung einer Business-Anwendung benötigt, ist natürlich offensichtlich. Aber auch innerhalb eines Implementierungsprojekts können wir vorfiltern auf die Dokumentation, die für den geplanten Scope des Projekts notwendig ist. Das Gleiche gilt auch für Trainingsmaterialien und die für den geplanten Scope notwendig ist. Das ist ein Thema, an dem wir arbeiten und auch bei der DSAG schon vorgestellt haben. Und wir wollen auch, Martina, die Hilfe intelligenter machen. Da kommt uns die Entwicklung rund um das Generative KI, also ChatGPT und die dahinterliegende Technologie der Large Language Models bzw. Foundation Models natürlich sehr gelegen. Und auf der Sapphire haben wir unseren Use Case Intelligent Access to Information vorgestellt, mit dem wir über den SAP Digital Assistant schneller und Hilfe direkt auf dem UI zur Verfügung stellen. Und wir schauen auch, wie uns die KI helfen kann, die Bereiche zu identifizieren, auf denen Nutzer Probleme haben und Lücken im Enablement zu finden. Aber neben diesen 2 sehr großen Projekten arbeiten wir auch an kleineren Verbesserungen, ne? Weil unserer Meinung nach das höheren Nutzen bringen. Hier möchte ich vor allem die Kombination unserer maschinellen Übersetzung mit den Inhalten in SAP Enable Now erwähnen. Eine schnelle, unkomplizierte Bereitstellung der kundenspezifischen Lerninhalte in der Sprache der Nutzer wirkt Wunder, wenn man erreichen will, dass Nutzer sich in der Nutzung einer Software sicher und zu Hause fühlen. Sehr interessant, ja. Also das klingt nach großen Plänen, aber sind sie das, was die SAP-Kunden wirklich weiterbringt auf ihrer digitalen Reise? Christine, was ist dein Eindruck, wie das im Moment aussieht bei den Anwendern? Also wir befinden uns ja alle noch in massiven Transformationsprojekten auf der einen oder anderen Art und Weise, sei es S4, sei es jetzt Richtung der Anforderungen, die jetzt auch im Bereich Nachhaltigkeit auf uns zukommen, digitale Transformation. Und da ist das User Enablement eben nicht nur eine Option, sondern ist quasi die zentrale Komponente für Erfolg. Also ist so ein bisschen der Kit zwischen der Technologie und dem Menschen. Und dadurch wird sichergestellt, dass die Innovationen nicht nur verstanden und implementiert werden, sondern auch wirklich effektiv dem Business Value beitragen, dem sogenannten Business Nutzen. Und da gehören natürlich auch personalisierte Lernpfade dazu. Sindhu sprach gerade die native Sprache des Users an. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, weil wir wissen das alle, wenn wir schnell mal was lesen wollen und dann muss man es erst übersetzen und dann ist es dann doch kompliziert. Und das ist wirklich ein riesengroßer Benefit. Eben auch das Thema proaktive Unterstützung sowie verbesserte User Experience. Ich glaube, da hat SAP wirklich verstanden, zugehört und das ist auch dabei umzusetzen. Und ich glaube, auch KI wird helfen, viele Probleme in Echtzeit zu erkennen und dann auch zu helfen und darauf zu reagieren, den Prozess effizienter zu gestalten. Letztendlich, wie gesagt, wir müssen den Menschen in den Mittelpunkt stellen und User Enablement stellt sicher, dass auch das Potenzial der Mitarbeiter entfaltet werden können. Ich finde es super spannend. Ich meine, wir wissen alle, dass Microsoft Copilot ist ja in aller Munde, bei uns auch bei allen Usern. Ja, jeder kommt da über seinen Client auch tatsächlich mit in Berührung. Ich habe jetzt so verstanden, dass SAP auch eine Antwort darauf hat oder eine Antwort darauf haben wird, den Digital Assist. Sindhu, habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig, ja. Da bin ich ganz bei dir, Christina, und es ist spannend zu sehen, wie KI hier sehr viel bewegt, ne? Gerade auch im Bereich des personalisierten Enablement. Und ich möchte auch 2 andere Dimensionen erwähnen. Die Unterstützung der Autoren im Autorenprozess durch Large Language Models kann auch Raum schaffen für neue Inhalte, die besser auf die Bedürfnisse der Nutzer in der agilen Welt der Cloud-Software abgestimmt sind. Aber du hast auch den Microsoft Copilot angesprochen. Die SAP wird, wie auf der Sapphire angekündigt, in diesem Jahr noch mit dem SAP Digital Assistant starten. Und der Use Case zu Intelligent Access to Information, den ich schon angesprochen habe, wird unseren Enablement-Content aus den verschiedenen Repositories zu User auf das UI bringen.
Aber auch hier wollen wir den Nutzer nicht mit der Fülle der vorhandenen Inhalte alleine lassen, sondern bieten eine Zusammenfassung via Large Language Model an, die im besten Fall schon die Frage beantwortet. Rund um dieses Thema gibt es natürlich noch viele weitere Ideen, über die wir dann in Zukunft noch sprechen können. Ja. Christine, wenn du diesen Hype um die KI und insbesondere Large Language Model siehst, denkst du, dass hier tatsächlich ein nachhaltiges Potenzial für das User Enablement steckt? Also absolut. Ich bin der Meinung, dass User Enablement mit den Technologien, die jetzt derzeit aufkommen und kommen werden, noch erheblich entwickelt werden kann. Zum Beispiel könnten Systeme mit Hilfe von KI und Big Data in Echtzeit Unterstützung und auch Feedback bieten. Ja, wenn Benutzer auf Probleme stoßen, dann kann das System reagieren, Hilfestellungen oder Lösungsvorschläge anbieten. Dann genauso das Thema Predictive Analytics oder Machine Learning. Also im besten Fall kann ein System auf Basis der Interaktion des Users herausfinden, dass ein Problem entstehen wird und ihm dann proaktiv Ratschläge oder Schulungsmaterialien zur Verfügung stellen. Und tatsächlich ein weiterer Ansatz, über den man bisher noch gar nicht gesprochen hat, ist das Thema Social Learning. Die Digitalisierung und auch insbesondere die junge Generation erwarten und auch ermöglichen ganz neue Formate des Lernens. Menschen tauschen sich in Online-Communities aus oder über Social-Media-Plattformen und theoretisch könnte man sogar über Social-Media-Plattformen wie TikTok oder ähnliches User-Enablement-Content gestalten, um die jungen und wirklich technologieaffinen Mitarbeitenden zu erreichen. Ja, kurze Videoformate von TikTok könnten so Micro-Learnings und die Vermittlung von einfachen Konzepten und Prozessen unterstützen. Und klar, nicht jedes Thema oder jeder Lerninhalt eignet sich und man muss immer eine gute Kombination finden zwischen den traditionelleren Lernformaten und den vielleicht auch neuen Lernformaten, um dann den notwendigen Content und die richtige Mischung dem jeweiligen User anzubieten. Ja, absolut. Christina, in einer internen Projekte haben wir uns unter anderem auch angesehen, wie Social Media das User Enablement beeinflussen oder unterstützen können. Manche Leute denken, das ist noch ein wenig Zukunftsmusik, aber wir arbeiten an dem Thema. Konkreter ist das CoDoc-Projekt, weil mit CoDoc stellen wir Teile unserer Dokumentation auf GitHub zur Verfügung und Nutzer können personalisiert Feedback geben. Und das ermöglicht unseren Autoren, in den Austausch mit den Nutzern zu gehen und nachzufragen, wenn das Feedback nicht eindeutig ist und auch Rückmeldung zu geben, wenn Feedback umgesetzt würde. Über Change Requests können Nutzer sogar direkt Vorschläge zur Änderung oder Ergänzung der Dokumentation machen. Etwas Ähnliches wollen wir auch auf dem Help-Portal zur Verfügung stellen. Insgesamt stimme ich dir zu, Christina, Social Media wird ein wichtiges Thema werden. Mit der Digitalisierung benötigen wir kürzer, schnelle Hilfe und die junge Generation konsumiert Inhalte sowieso anders. Ne? Und daran müssen wir uns anpassen. Und wir diskutieren das intensiv und es gibt auch schon viele Ansätze und Ideen. Gleichzeitig bedeutet das nicht, dass alles, was wir schon haben und tun, schlecht ist. Im Gegenteil. Auch hier kann uns die KI helfen, bestehende Inhalte umzuwandeln und das Reuse-Potenzial zu verbessern. Uns wird die Arbeit in den nächsten Jahren ganz sicher nicht ausgehen. Und dieser Austausch ist für uns auch sehr wertvoll und wichtig, weil es uns hilft, die Ideen immer wieder zu überprüfen. Tun wir das, was unsere Nutzer brauchen und wollen, oder planen wir in unserer Zielgruppe vorbei. Deshalb möchte ich dir gerne noch einmal danken für diesen tolles Austausch. Ne? Ja, okay, dann sind wir jetzt schon fast am Ende unserer Podcast-Session, aber wir wollen nicht vergessen zu fragen, wie es jetzt weitergeht. Dann gehen wir jetzt mal zum Call to Action. Wie geht's weiter, Christine? Also weiter geht's natürlich immer und ich hoffe, wir haben hier auch eine tolle Anregung mit unserem Podcast gestartet. Also ich denke, es ist wichtig, dass wir ein Umfeld schaffen, in dem Lernen und Enablement gefördert wird und natürlich auch leicht zugänglich ist. Ja, wir müssen Schulungen, Ressourcen und Support anbieten, die individuell ansprechbar und relevant sind. Und wir müssen sicherstellen, dass die Mitarbeitenden nicht nur verstehen, was die Technologien nutzen können, sondern auch, warum sie nutzen sollten und welche Vorteile sie ihnen und damit eben auch dem ganzen Unternehmen bringen. Und User Enablement ist so ein zentraler Aspekt und genau
Da möchte auch die DSAG ansetzen. Wir stehen für den Expertenaustausch. Wir bieten Webinare, Community Exchange. Wir wollen aber auch immer offen sein für die neuen Formate, auch die Sindu angesprochen hat, und sozusagen für das junge Lernen, ja, damit wir auch die neuen Generationen, also nicht die neuen Generationen, die jungen Generationen ansprechen und natürlich auch die Kommunikation mit der SAP aufrechterhalten, um sozusagen die Angebote, die SAP sich auch überlegt, zu challengen, um tatsächlich die wirklichen Bedürfnisse der Mitgliedsunternehmen dann auch zu erreichen. Sindu, was sagst du noch? Ja, ich freue mich, wenn wir den Dialog weiter aufrechterhalten. Und ganz Besonderes schon wäre, wenn wir irgendwann hören, dass unser Beitrag den Kunden hilft, ne? Die Hürde Transformation leichter zu meistern. Und wir arbeiten an den Themen und mit den geplanten Webinars auch. Und wir freuen uns auf das Feedback der Kunden, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, können wir zum Abschluss noch die 3 für euch wichtigsten Aspekte zusammenfassen, die wir aus diesem Podcast mitnehmen können, Christine? Also ich glaube, die 3 Schlüsselaspekte sind Personalisierung. Also die Zauberformel für ein erfolgreiches User Enablement ist Personalisierung. Eine One-Size-Fits-All-Herangehensweise, die wird nicht die Bedürfnisse der User treffen. Jeder Nutzer hat unterschiedliche Rollen, Erfahrungen, Lernstile. Da ist es entscheidend, ja, Trainings und Materialien auch an diese Bedürfnisse anzupassen. Und ich glaube, dass damit wir auch die Akzeptanz und die Effektivität des Enablements steigern. Kontinuierliche Unterstützung und Verbesserung. User Enablement ist keine einmalige Sache, es ist ein kontinuierlicher Prozess, der wirklich regelmäßig Unterstützung und Schulung fordert. Wir müssen unsere Maßnahmen überprüfen und verbessern und basierend auf dem Feedback der Nutzer auch wirklich überarbeiten. Und so halten wir auch diesen Lernmotor auch wirklich am Laufen und sichern auch den Erfolg. Ja. Und natürlich, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, die technologische Innovation. Ja, im Bereich der KI ergeben sich super spannende Möglichkeiten, das User Enablement zu revolutionieren sozusagen. KI wird das Lernen personalisieren, proaktive Unterstützung anbieten und die Benutzererfahrung tatsächlich verbessern, um auch in Echtzeit mit dem User intuitiv auf die Probleme reagieren zu können. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und ich glaube, wir können uns heute noch gar nicht vorstellen, was alles möglich sein wird. Aber wir bleiben da auch mal ganz offen. Ja, absolut. Und nochmals vielen Dank, Christina. Ich denke, dazu kann ich kaum noch etwas ergänzen. Ne? Das ist klar unser Ziel. Natürlich sind wir noch nicht da, aber noch können wir nicht alles, das, was du, Christina, hier beschreibst. Aber es beschreibt den Weg, auf den wir uns vor gut 2 Jahren begeben haben. Und wir denken, dass wir am Ende dieses Jahr schon ein ganzes Stück weitergekommen sind. Toll. Ja, also bleibt mir zum Schluss nur, ich bedanke mich bei euch beiden für eure Vorschläge und Einsichten. Ich denke, wir bleiben am Ball und machen weiter mit unserer Podcast-Reihe. Und ich freue mich sehr auf das nächste Mal. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss. Bis dann. Tschüss, Martina. Tschüss, Martina. Let's go.